Es ist ja immer wieder schön zu sehen, wie glücklich die Menschen sind, wenn sie ein friedliches Miteinander erleben dürfen. In der Familie, im Dorf, der Hausgemeinschaft, dem Stadtteil, in der Freundesgruppe oder dem Kollegenkreis. Dann kann man denken, dass es eigentlich nichts Schöneres gibt als die Harmonie. Frieden muss erlebbar werden, wenn wir selbst daran glauben sollen. Deshalb sollten wir uns die Frage stellen, ob wir selbst einen Beitrag für das friedliche Zusammenleben leisten können. Dazu sollte Frieden in uns selbst herrschen. Was also tun, um den Frieden in uns zu stärken? Wir kennen alle die Liebe zu anderen. Wir lieben unsere Eltern, Großeltern, unsere Partner oder Ehepartner, unsere Kinder oder Enkel, einen Fußballer oder eine Musikerin. Andere zu lieben gibt uns Kraft und Stärke. Doch es ist nicht genug, die anderen zu lieben. Sich selbst zu lieben ist genauso wichtig. Wie sollen wir die anderen dazu bringen, uns zu lieben, wenn wir es ihnen nicht erlauben? Und es gehört Mut dazu, sich lieben zu lassen. Denn wir kennen unsere Schwächen, unsere Zweifel, unsere Ängste am besten. Ein großes Hindernis für Liebe und Selbstliebe ist die Angst. Eigentlich ist die Angst ein Warnsignal. Sie sagt uns, dass wir uns in Acht nehmen sollen. Viele Kinder werden aber so geprägt, dass Angst bedeutet, etwas nicht zu tun. In Wirklichkeit bedeutet Angst nur, sich vorzusehen. Durch die Zusammenarbeit mit der Angst können wir die Angst zu unserer Partnerin machen und sind so der Gefahr nicht mehr hilflos ausgeliefert. Nur wir selbst sind es ja, die die Angst in uns beruhigen oder verändern können. Lassen wir uns von der Angst beherrschen, so sind wir von außen lenkbar und zu Gehorsam zu bringen. Bleiben wir aber selbst in der Herrschaft über unsere Angst, so können wir sie überwinden und sie wird zum Mut. Um die Angst zu Mut werden zu lassen, ist es nötig, dass wir uns selbst sehen und zuhören, uns selbst empfinden und verstehen, sich selbst und anderen in die Augen zu schauen. Das gibt auch die Grundlage dafür, der Welt um uns herum ins Auge zu schauen, sie nicht angstvoll und abgrenzend zu erleben, sondern neugierig und interessiert und damit das Wachstum zu befördern. So entsteht das Mitgefühl. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor zur Erreichung von Frieden, Angstfreiheit und Mut, nämlich die Disziplin. Was braucht man für die Disziplin? Da ist zunächst die Vision, der Traum, der Wunsch. Die Gefühle für diese Vision müssen so stark sein, dass sie immer wieder Antriebskraft zur Verfolgung der gewünschten Ergebnisse geben. Eine wichtige weitere Voraussetzung für Disziplin ist die Erfahrung von Erfolg. Wenn ein Mensch immer nur enttäuscht wurde, unterdrückt, geschlagen, erniedrigt, dann fehlt die Kraft, an sich zu glauben und den Erfolg anzustreben, der durch die Disziplin erreicht werden kann. Das Gute daran ist, dass man es sich selbst beibringen kann. Hier kommen wir zu einer weiteren Voraussetzung für Disziplin, die Fähigkeit zur Selbstkritik und zur Selbstbeobachtung. Dies setzt voraus, dass man sich von sich selbst entfernt und wie eine dritte Person auf sich selbst schauen kann. Das muss man lernen. Selbstkritik ist nicht immer angenehm, doch Selbstkritik ist notwendig, um erfolgreich zu sein und auch notwendig, um diszipliniert zu sein. Und damit kommen wir schon zu einem letzten wichtigen Punkt. Die Disziplin ist die Stärke des Willens. Dabei ist es hilfreich, wenn der Wille von Kindheit an gestärkt wird. Je stärker der Wille, desto stärker kann auch die Disziplin sein. Es genügt nicht, dass der Wille immer wieder einmal stark aufflammt. Der Wille muss kontinuierlich stark sein und durch Selbstbeobachtung immer stärker werden. Ich muss schauen, wann mein Wille schwach ist und wann mein Wille stark ist, was also meinen Willen unterstützt und was meinen Willen schwächt. Wenn ich einen starken Willen haben möchte, muss ich auch in der Lage sein, mein Leben so zu ändern, dass mir ein starker Wille erhalten bleibt.
Vielleicht muss ich also mein Leben ändern. Zur Disziplin gehören Regeln und Strukturen. Es ist wesentlich einfacher, diszipliniert zu sein, wenn man zum Beispiel die Tagesabläufe oder bestimmte Teile des Tages immer wiederkehrend gleich gestalten kann. Es hilft auch, sich bestimmte Gewohnheiten zu eigen zu machen, um sich selbst ein Gerüst zu geben. Disziplin ist eine wunderbare Qualität und es ist jedem Menschen zu gönnen, so viel wie nötig davon zu haben. Das Gute an der Disziplin ist die Tatsache, dass man sie lernen kann. Man muss es nur wollen. Fassen wir zusammen. Die Grundlage des Friedens ist der Dialog, das Miteinander reden und verstehen von sich selbst und den anderen. Ohne die Freiheit aber, die Freiheit zu denken, die Freiheit zu sagen, was wir denken und die Freiheit, dies auch öffentlich zu tun, ist der Frieden eine Illusion. Das Geheimnis des Friedens ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut zur Freiheit. Finden wir den Mut, Ja zu dem zu sagen, was gut für uns ist, und ein starkes Nein zu all dem zu sagen, was uns schadet. Lassen Sie oder lasst uns es wagen, gemeinsam mutig zu sein. Nun freue ich mich sehr darüber, wenn du oder wenn Sie mir eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Bei YouTube Marion Schneider. Meinen Kanal abonniert und dieses Video mit einem Like verseht, wenn es euch gefällt.